Moin zusammen. Der erste Monat des Jahres 2025 ist vorbei. Und ja, wo soll ich anfangen? Wir machen genau dort weiter, wo wir 2024 aufgehört haben. Die Aktienkurse steigen immer weiter, unabhängig von jeglichen Bewertungsniveaus. Doch gilt das Ganze auch für mein Aktiendepot? Genau das schauen wir uns heute an. Viel Spaß mit dem Video. Zunächst aber mal ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Niklas, ich bin 22 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler. Seit rund nun 2,5 Jahren sammle ich selbst Erfahrungen am Aktienmarkt als Investor. Das Ganze entstand durch die beruflichen Überschneidungen mit diesem Themenbereich. Und dass ich mich schon früh für die Themen Finanzen und Wirtschaft begeistert habe. Und genau deswegen habe ich letztes Jahr diesen YouTube-Kanal gegründet. Ich möchte mit euch meine Erfahrungen am Aktienmarkt als junger Investor teilen. Auf diesem Kanal stelle ich euch regelmäßig Unternehmen vor und gebe euch monatlich einen Einblick in mein Aktiendepot. Wenn ihr mich also bei diesem Projekt mit diesem Kanal unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich investiere mein Geld in 3 verschiedene Assetklassen. Zum einen Aktien, zum anderen Anleihen und zuletzt Kryptowährungen. Wir werden jetzt nacheinander diese 3 Assetklassen in diesem Video durchgehen. Fangen wir an mit meinem Aktiendepot. Mein Aktiendepot notiert am 1.2.2025 bei 46.067,35 € bei einer Monatsperformance von 1,88% bzw. 848,84 €. Hinzu kommt noch eine Cash-Position in Höhe von rund 15.300 €. Diese dient als Rücklage für Nachkäufe bei fallenden Kursen am Aktienmarkt. Diese Cash-Reserve ist zum aktuellen EZB-Zinssatz angelegt und hat im vergangenen Monat Zinsen in Höhe von 41,45 € eingebracht, basierend auf einem Durchschnittssaldo von 16.267,65 € und einem Zinssatz von 3%. Weitere rund 2.500 € befinden sich in ETFs für amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, um von dem Zinsvorteil der USA zu profitieren, und sogenannten Treasury Inflation Protected Securities, was inflationsgeschützte amerikanische Staatsanleihen sind. Verteilt sind meine Vermögenswerte im Aktiendepot zu 62,5% in Einzelaktien und zu 37,5% in ETFs. Warum sich das Ganze so zusammensetzt, erklärt sich von selbst im Verlaufe des Videos. Bei der Regionalverteilung liegt weiterhin Amerika mit einem Anteil von 64,85% vorne, gefolgt von Asien mit 18,59% und Europa mit 14,15%. Bei der Branchengewichtung liegen die Nicht-Basiskonsumgüter vorne mit einem Anteil von 21,5%, gefolgt von Information Technology mit 20,73% und dem Finanzwesen mit 14,39%. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Käufer und Verkäufer aus dem Monat Januar. Beginnen tun wir hierbei mit meinen ETF-Sparplänen. Hierbei investiere ich monatlich 500 € in die beiden ETFs iShares Core MSCI World und iShares Core MSCI Emerging Markets EMI, beide in der akkumulierenden Variante. Dieses Investment im Verhältnis 70-30 mache ich aus dem Grund, da ich mich damit für die Rente vorbereiten möchte. Ich möchte mich selbst absichern und mich nicht aufs Rentensystem verlassen müssen. Das Geld, was ich dort rein investiere, möchte ich bis zum Renteneintritt nicht anfassen. Mehr gibt es zu diesen ETF-Investments aber auch eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist einfach ein standardmäßiger 70-30-Ansatz, wie es die meisten von euch wahrscheinlich auch machen. Gehen wir also damit jetzt weiter zu den Einzelaktienkäufen für den Monat Januar. Damit ihr das aber besser nachvollziehen könnt, gebe ich euch zuerst einen Einblick in meine Investmentstrategie. Ich habe mir mein Wissen aus der Informatik über Programmierung, Datenverarbeitung und Datenaufbereitung zunutze gemacht, um eine algorithmische Vorauswertung der Aktien auf Basis der fundamentalen Daten des Unternehmens durchzuführen. Hierbei lasse ich von über 2500 Unternehmen weltweit eine Vorauswahl treffen. Aus dieser Auswahl suche ich mir dann die meiner Meinung nach attraktivsten Unternehmen aus und führe eine Fundamentalanalyse händisch durch. Um diesen Prozess aber noch weiter zu automatisieren und zu verbessern, arbeite ich aktuell an meinem ersten eigenen neuronalen Netz, was genau diese Aufgabe für mich übernehmen soll. Hierbei möchte ich mir 2 Eigenschaften eines Computers zunutze machen. Zum einen die Rationalität, da ein Computer keine Gefühle empfinden kann, und zum zweiten die Unermüdlichkeit. Er kann durchgehend rechnen, ohne dabei zu ermüden, wie wir es als Menschen tun würden. Und genau deswegen habe ich mich auch für diese Methodik entschieden. Bis jetzt bin ich damit auch ziemlich gut gefahren. Nur ich möchte das Ganze noch verbessern, um präzisere Ergebnisse erzielen zu können. Mehr darüber werdet ihr in den nächsten Monaten auf diesem Kanal auch noch erfahren. Bleibt also gespannt. Basierend auf genau dieser Herangehensweise habe ich im Monat Januar die Aktien Dollar General, Novo Nordisk, PepsiCo und Mondelez zugekauft. Wer mehr über die Hintergründe zu diesen Käufen erfahren möchte, kann sich gerne die in der Beschreibung verlinkten Analysen von mir anschauen. Ich habe in diesem Monat aber auch wieder einige Aktien verkauft. Hauptsächlich aus dem Grund heraus, dass diese Positionen zu klein sind, als dass sie die Performance meines Portfolios maßgeblich beeinflussen könnten. Das Ganze hängt damit zusammen, dass meine Investmentsumme über die letzten Monate enorm gewachsen ist, was natürlich kleinere Positionen vom damaligen Zeitpunkt noch kleiner hat werden lassen. Um das Thema Aktiendepot nun abschließen zu können, fehlen nur noch die Dividenden aus dem Monat Januar. Die Dividenden im Monat Januar betrugen 19,41 €, wobei Mondelez mit 7,37 € die größte Ausschüttung geleistet hat. Im Großen und Ganzen bedeutet das jetzt, dass mein Gesamtvermögen im Aktiendepot
am 1.2.2025 bei etwa 61.300 € liegt. Aber damit war es das jetzt ja noch nicht. Wer aufmerksam war, weiß, dass noch eine Assetklasse fehlt, und zwar die Kryptowährung. Genau diese schauen wir uns jetzt an. Genauso wie bei den ETFs investiere ich auch bei den Kryptowährungen per Sparplan. Hierbei investiere ich 175 € monatlich in die 3 Coins Bitcoin, Ethereum und Solana. Hierbei fließen 100 € in Bitcoin, 50 in Ethereum und 25 in Solana. Meine Monatsperformance lag in meinen 2 Wallets bei einmal 3% und einmal 5,7%. Die Performance ist hier ein wenig unterschiedlich, da die Gewichtung der Coins in den Wallets ein wenig verschieden ist. Wenn man aber nun die beiden Wallets zusammenrechnet, beläuft sich das Vermögen am 1.2.2025 in Kryptowährungen auf 5.556,58 €. Wenn wir nun alle Assetklassen zusammenrechnen, kommen wir damit auf ein Gesamtvermögen am 1.2.2025 von 66.944,29 €. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.